hier den portablen Nageldrucker von O2 Nails. Das Ding ist ein Printer, mit dem könnt ihr euch Bildchen auf die Nägel drucken. Das Ganze kann ich per App steuern und in der App findet ihr ganz verschiedene Designs, aus denen könnt ihr auswählen. Oder, und das ist das richtig Coole, ihr könnt irgendetwas draufdrucken. Also, du kannst ein Selfie draufdrucken, du kannst das Bild von einem nervigen Mitarbeiter nehmen und es draufdrucken. Es ist wirklich cool und es funktioniert. Das Ding ist wirklich mega leicht und kompakt. Portabel ist es auf jeden Fall. Was ihr auch mit dabei habt in diesem Pack sind so Reinigungstücher für die Nägel. Dann so Folien, die ihr auf eure Nägel machen könnt. Ein Base-Lack, ein Topcoat und so eine kleine Nagelfeile, die ich persönlich aber nicht so toll finde. Darum habe ich hier noch meine eigene nebendran, die ist ein bisschen feiner. Ganz wichtig, ihr habt hier hinten noch so ein LED-Licht, das ihr festmachen könnt. Das braucht ihr dann nachher, um die Nägel aushärten zu lassen. Ich fange damit an, dass ich meine Nägel reinigen tue. Das ist damit einfach das Fett wegkommt und dann auch die Folie und der Druck nachher viel besser drauf haftet. Jetzt haben wir die Folie im Einsatz. Das Problem ist, es hat auch nicht besonders viel in diesem Set. Also es ist gerade mal die zwei, die müssen wir dann nachher nachkaufen, wenn die leer sind. Ihr zieht das hier ab und dann legt ihr das hier auf den Nagel. Nein, will ihr mich einfach verarschen? Wo ist das Folie? Nein! Das Ding. Es hat eine durchsichtige Folie, es hat eine Klebefolie und es hat ein Papier dran. Und du weißt einfach nie, was du gerade in der Hand hast. Okay, ich hasse jetzt. Es ist einfach... Jetzt können wir das so festkleben und dann hinten umlitzen. Und dann heisst es mit dem Fielen, das mitkommt, über den Rand des Nagelfielen, sodass der Überschuss von dieser Folie abkriegt. Tada! So sieht das Ganze dann nachher aus. Die Folie hat verdammt gut, muss ich sagen. Eine Restfransigkeit müssen wir einfach in Kauf nehmen. Es ist nicht perfekt. Jetzt kommt das Print Gel. Das ist ein weißes Gel, das nicht trocknen tut. Und das fungiert als Unterlage für den Drucker. Also der Drucker druckt dann das Sujet auf das Gel oben an. Nehmen wir doch ein bisschen. Schaut, dass ihr das wirklich ebenmäßig aufträgt und bitte nachher nirgends dran ankommt. Das ist mir 1000-mal passiert. Oh, das ist so mühsam. Jetzt kommt auch schon die App zum Zug. Wenn ihr in der App drin seid, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Sujets abzuladen. Das habt ihr schon gemacht. Ihr bekommt dann einen Download-Code über von O2 Nails. Und das wären dann so die Sujets, die mitgeliefert werden, die ihr hier seht. Und ich will aber ja eigene. Die habe ich vorbereitet. Da könnt ihr hier unten auf den Zauberstab klicken und dann auf die Bildgalerie. Und ja, dann schauen wir jetzt gerade mal, was wir hier machen. Und zwar wähle ich mal den Simon an, weil ich ein Fangirl bin. Auf Fertigstellen drücken. Also ihr könnt es schön beliebig zuschneiden. Und dann muss man aus dem Internet raus, verbindet man sich mit dem Gerät. Yes, es ist verbunden, gut. Das hasse ich, wenn Sachen mit App gesteuert werden, weil du hast einfach nie, ob es funktioniert. Es ist immer Hochrisikospiel. Okay, gehen wir nochmal in die App rein. Dann erklärt es kurz, wie es funktioniert. Und zwar, tue ich das mal hier runter. Eben auf der App kann man ein bisschen spielen, ob man es auf dem Kopf will haben, ob man es gespiegelt haben will. Man kann es auch dann auf die Größe des Nagels anpassen. Das Coole ist, wenn ihr jetzt hier reingeht und einmal kurz abdrückt und auf fixiert euren Finger. Und dann seht ihr euren Finger. Es sieht so grusig aus auf der Kamera, auf der App. Aber das Gute ist, ihr könnt das Sujet wirklich gut auf die Größe von eurem Nagel anpassen. Wow. Und dann könnt ihr einfach OK drücken. Währenddessen spürt ihr absolut nichts. Also alles okay. Dann unbedingt abdrücken, vorsichtig rausziehen, weil das Ganze ist noch für. Wichtig ist jetzt unbedingt, bevor ihr irgendwo ankommt, nehmt das Teil, drückt einmal da drauf und dann könnt ihr anwählen, ob ihr 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 90 Sekunden aushärten. Und dann spürt ihr, dass es ein bisschen warm wird beim Nagel. Das ist wie im Nagelstudio. Das Gerät hört auch von selber nach 60 Sekunden auf leuchten. Das ist mega cool. Da seht ihr den Simon. Er sieht jetzt noch relativ matt aus.
Und jetzt ganz wichtig kommt der Topcoat zum Einsatz. Das ist das, was dann wirklich schön glossy macht. Schöne Schicht über den Simon. Und dann das Ganze nochmal 60 Sekunden aushärten lassen. 60 Sekunden sind um und der Simon ist auf meinem Nagel. Ich mache das jetzt noch mit ein paar anderen Sujets und ja, nehmen wir die Raffa von Raffas Plastic Life, kennen das sicher alle auch. Yeah. Nein, ich hätte es easy grösser machen können. Das ist die Raffa auf meinem Daumen und das ist der Simon auf meinem Mittelfinger. Wir nehmen Sailor Moon. Wir können nämlich noch auswählen, ob es so ein bisschen durchsichtig sein soll oder ob es wirklich volle Pulle Farbe darf sein. Holy shit, genau. Okay. Das ist genau das passiert, wenn ich denken habe, weil in der Vorschau sieht man ziemlich gut, ob es auf dem Nagel landet oder daneben. Und es ist daneben gelandet. Und zwar habe ich es nicht manuell angepasst, sondern auf den kleinen Zielbutton rechts unten dingselt, gedruckt. Und ich glaube, das tut dann wie automatisch am Nagel anpassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist jetzt wirklich daneben gegangen. Eigentlich wäre es kein Problem, wenn das Set noch Liquid Latex mitgeliefert hätte. Es gibt, glaube ich, grössere Versionen, also umfangreichere Sets. Dort haben wir Liquid Latex, das könnt ihr dann rund um den Nagel auftragen. Damit genau das nicht passiert, dann könnt ihr nämlich das Sujet wirklich breit drucken lassen, auch über den Rand, sodass der ganze Nagel gefüllt ist. Und könnt dann nachher alles, was darüber hinaus gedruckt worden ist, mit dem Liquid Latex wieder abnehmen. Das hat es da aber nicht. Das kann man theoretisch noch dazu kaufen. Finde ich aber ein bisschen blöd, dass es da nicht dabei ist, weil das Ding ist halt trotzdem recht teuer. Also um die 450 Stutz rum. Das dürft ihr jetzt ruhig auch noch mit dabei haben. Weil es ist mal wirklich eingeschränkt da, weil man es halt immer ein bisschen kleiner drucken muss. Jetzt zu der Frage, ob ich mir das für knapp 450 Stutz selber kaufen würde. Die Sache ist die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich bin mega überrascht, wie gut das Teil druckt. Also man sieht Details, man erkennt wirklich genau, was es ist und es macht hure Spass, damit rumspielen, experimentieren. Aber es ist halt nicht mit einer einmaligen Investition da. Man muss immer wieder Sachen ersetzen, nachkaufen und ich glaube, das zählt sich dann mit der Zeit auch wieder zusammen. Für ein Nagelstudio oder einen Kindergeburtstag mega cool, aber ich glaube, ich für mich hätte das Geld nicht in die Hand genommen. Nicht, weil es nicht gut ist, es funktioniert, es macht Spass. Es ist mir persönlich einfach ein bisschen zu teuer.